Warum klingen denn die Rockbasslinien, die du spielst, nicht wirklich wie die von Deep Purple oder von Aerosmith oder Metallica? Eigentlich gibt's da ein paar Konzepte, wie man da eine Rockbasslinie aufbauen kann, beziehungsweise wie man eine Rockbasslinie spielt, dass sie auch wirklich so klingt, wie sie klingen soll. Authentisch, richtig fett, groovend und auch mit dem bisschen Dreck, der halt bei einer Rockbasslinie auch drin sein sollte. Viele Rockbassisten denken eigentlich gar nicht wirklich drüber nach, warum denn ihre Basslinien nicht so geil klingen wie die von Van Halen oder Aerosmith oder Guns N' Roses oder irgendeiner anderen Rockband. Ich zeig dir jetzt in dem Video ein paar Techniken, die eigentlich in 80% von Rocksongs genauso angewendet werden. Zum Schluss hast du dann auch noch die Chance, zu 3 Play-Alongs dazu zu spielen und das Gelernte auch gleich in der Praxis anzuwenden. Das heißt, da kannst du gleich mal die Techniken anwenden, die ich dir jetzt zeige. Kommen wir gleich mal zur ersten Basslinie, die ich dir zeigen möchte. Die ist so ein bisschen im Stil von Van Halen und Def Leppard. Sie hat einen ganz speziellen, so richtig artigen, stampfigen Rhythmus mit 1/8 und 2/16. Sagt man auch so ein Galloping-Rhythmus. Steve Harrison von Iron Maiden, der hat den perfektioniert, der spielt den unglaublich schnell. Ganz oft ist es so, dass man da die erste Note, die Achtel, kurz spielt und dann die 2/16 danach. Das hört sich dann so an. Deswegen heißt es auch Galloping-Rhythmus. Es hört sich so ein bisschen wie ein Galopp bei einem Pferderennen an. Ist aber super hilfreich, wenn es darum geht, bei einem Song so richtig den Druck zu bringen, das zu grooven zu lassen, dass es so richtig stampft. Bei der Basslinie haben wir nur 2 Akkorde. Wir haben A-Dur und G-Dur, jeweils 2 Takte lang. Rhythmus, wie schon gesagt, das Galloping. Und jetzt machen wir einen Übergangston von dem A zum G, einfach chromatisch. Wir haben jetzt vom A zum Ass, gehen wir zum G und haben da jetzt genau den gleichen Rhythmus wieder auf dem Grundton. Und jetzt zeige ich dir noch 2 Bassfills, die du verwenden kannst, um zum Beispiel von einem Strophenpart dann zum Refrain zu kommen oder von der Bridge rüber zu kommen in den anderen Teil. In dem ersten Bassfill verwende ich ein Konzept, wo man einfach den Grundton eine Oktave höher spielt, einfach nach oben rutscht und dadurch nochmal so eine Spannung erzeugt. Also wir gehen von einem tiefen G hoch zu dem hohen G hier, das ist der 10. Bund auf der A-Seite, also 2 Bünde über hier der Oktave. Einfach mit einem Slide nach oben rutschen. Und dann verwende ich jetzt zum wieder Überleiten die kleine Septime. Die kommt eigentlich jetzt aus der Blues-Tonleiter oder der Mollpentatonik oder auch der mixolydischen Tonleiter. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann schau in meinen Blog bassmeup.de. Da gibt's die Erklärung dazu, da gibt's Übungen dazu. Und auf basslernen.de gibt's die passenden E-Books, wo Tonleitern erklärt werden und dir auch entsprechende Fingersätze dazu gezeigt werden. Okay, zurück zu der Basslinie. Wir sind bei dem hohen G, wir haben dann ein F, das ist die kleine Septime und dann brauchen wir hier noch das D, das ist die Quinte. Jetzt mal ganz langsam. So, bei dem zweiten Fill, da nehmen wir jetzt auch wieder einen Slide und ein Hammer-On kommt dazu. Hammer-On nennt man das, wenn man die ersten Ton anschlägt und den zweiten nicht mit der rechten Hand anschlägt, sondern einfach den Finger auf das Griffbrett runter hämmert, um den Ton zu erzeugen. Da muss man ein bisschen drauf achten, dass der zweite Ton auch wirklich laut genug ist. Das wird ganz oft angewendet, wenn es vielleicht hier mit der rechten Hand zu schnell wird. Dann kann man mit so einem Hammer-On natürlich schneller spielen. Okay, zurück zu dem Bassriff. Wir sind beim G. Slide vom D, das ist die Quinte,
zum E, das ist die Sext von G. Und dann kommt der Grundton, die Oktave, wieder das G. Hammer-on zur 9 quasi. Das ist A. Um dann wieder zurückzukommen, egal in welchen Parts dann von da aus geht. Hier siehst du es nochmal langsam mit Groove, mit dem Play-Along und die Noten dazu, die findest du in dem bassmeup.de Blogbeitrag dazu. Link dazu ist unten. Das sind alles Technik-Elemente, die ganz oft in Rockbasslinien vorkommen und die du super einbauen kannst, auch in Coversongs, um deinen eigenen Stil ein bisschen mit reinzubringen. Kommen wir zu meinem zweiten Beispiel für dich. Das ist jetzt in einem Stil von so Rockbands wie ZZ Top, Grateful Dead, alle, die jetzt eher so ein stärker noch aus dem Blues rauskommen. Die hat jetzt auch den Shuffle-Rhythmus, der ganz oft im Blues vorkommt. Der bringt auch ganz oft in Rocksongs so einen richtig erdigen Groove, so einen treibenden Charakter hat es. Vor allem bei Bands wie ZZ Top hörst du das ganz oft, dass sie Shuffle-Rhythmen verwenden und der Bassist von ZZ Top da auch so das erdige Fundament legt für den Rest der Band. Hier hörst du mal kurz die Basslinie mit einem Backing-Track und auch allein, dass du mal hörst, wie das klingt. Und auch welchen Fingersatz ich benutze, die Noten findest du, wie gesagt, in dem E-Book Rockbasslinien von mir oder auch in dem Blogbeitrag. Guck's dir mal an. Wenn es jetzt darum geht, da eigene Ideen mit reinzubringen, dann empfehle ich dir einfach mal den Backing-Track ganz am Ende des Videos anzuhören da dazu. Den findest du auch auf Bandcamp übrigens, auf meiner Bandcamp-Seite. Und mach eins, beschränk dich am Anfang mal noch auf den Grundrhythmus, dass du die Shuffle-Achtel durchspielst. Und jetzt, wenn du Töne verwendest, um die Akkorde zu verbinden, in diesem Beispiel haben wir 4 Takte A7, dann kommen 2 Takte D7, gehen wieder zurück zu 2 Takten A7. Das ist fast wie die Bluesform, ein bisschen abgekürzt. Wenn du eine eigene Basslinie dazu erfinden möchtest, kannst du es so machen, dass du, Basis von dir ist der Grundton, das A und nachher das D. Und um jetzt einen Übergang zu schaffen von dem A zum D, kannst du entweder die Dur-Pentatonik verwenden. Da würdest du jetzt einfach nur die Töne von der Dur-Pentatonik hochlaufen, um dann hier zu dem D zu kommen.
Wenn du es gern ein bisschen bluesiger hast, dann kannst du auch hier die Blue Note, die kleine Taz mit reinnehmen, um auf das D zu kommen. Du kannst es kombinieren, du kannst die kleine Taz und die große Taz wieder von der Dur-Pentatonik nehmen. Dann hast du so einen chromatischen Übergang zu dem D. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Die mixolytische Tonleiter hat auch Töne dabei, die jetzt da drauf passen und die du sehr gut verwenden kannst, um die Akkorde zu verbinden. Das ist die kleine Septim von der mixolydischen Tonleiter. Der Ton ist auch in dem A7-Akkord drin. So machst du deine eigene Basslinie, bringst deinen eigenen Stil rein und kannst es gleich bei den Backing-Tracks am Ende des Videos auch testen. Noch mehr Basslinien, Backing-Tracks und die Noten dazu findest du natürlich in dem Blogbeitrag von mir auf bassmeup.de. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung und in dem E-Book Rock Basslinien Volume 1 von mir. Das kannst du bei bass-lernen.de bestellen und dann hast du wirklich das komplette Programm 10+1 Basslinien mit super Demo-Songs dazu, vielen Übungen, die für dein Timing auch super sind und die Links zu meinen Fingersätzen, dass du es auch ohne Notenlesen gut zuspielen kannst und viel dabei lernst. Zum Abschluss habe ich noch ein Beispiel für dich. Das ist im Stil von einer meiner absoluten Lieblingsbands, Led Zeppelin oder Rush. Also jetzt wird es ein bisschen progressiver. Wir haben Sechzehntelnoten drin, wir haben Hammer-Ons drin, die wir davor schon mal besprochen haben. Es wird ein bisschen schwieriger zu spielen, aber keine Angst, du kannst es ja langsam anfangen. Die Konzepte, die sind das Wichtige daran. Was verwenden denn die Bassisten, um einen bestimmten Sound zu kreieren und ein bestimmtes Feeling, einen bestimmten Groove in die Songs reinzubringen. Hier bei so Bands wie jetzt Led Zeppelin und Rush, da wird alles etwas virtuoser. Wir sind nicht nur hier in dem Bereich, wo wir die Grundtöne so tief spielen, sondern wir gehen dann ruhig auch mal ein bisschen hoch im Griffbrett und unterstützen auch mal einen Gitarrenriff, beziehungsweise wir gehen in eine Richtung von dem Griffbrett, wo wir Spannung erzeugen mit den hohen Tönen, um dann wieder zurückzukommen und das tiefe Fundament wiederzulegen, das wir eigentlich klassischerweise gewohnt sind von einer Rockbasslinie. Hier zeige ich dir jetzt mal die ganze Basslinie im Stil von Led Zeppelin oder Rush am Stück mit dem Backing-Track und dann auch nochmal langsam zum dazu lernen und schauen, abgucken, welchen Fingersatz ich nehme. Du kannst jeden anderen verwenden, der für dich passt. Hauptsache es groovt und es klingt gut. Das ganze Riff geht über E7 drüber. Wir spielen das tiefe E, Leerseite, haben dann hier die Oktave auf der A-Seite, wieder zurück zur Leerseite E, dann kommt hier das H oder B im Englischen und direkt drunter wieder das E. So, jetzt haben wir eigentlich schon den ersten Teil des Riffs. 2 Achtel und dann Sechzehntel. Jetzt hat es dann Bindebogen. Da klingt der Ton einfach weiter. Der zweite wird nicht angeschlagen. Um dann von dem hohen E wieder zurückzukehren auf das Tiefe mit so einem Lauf E, G, A, B. Alles Sechzehntel. Du siehst, ich rutsche hier das Griffbrett hoch, dass ich nachher wieder hier an den Punkt komme.
So, und jetzt mache ich was zum zweiten Teil des Riffs. Der spielt sich jetzt hier ab. Ich muss jetzt nachher, brauche hier mein hohes E. Ich komme aber hier an von meinem Lauf zuvor. Jetzt rutsche ich, sobald ich da dazwischen Zeit habe, hier von meinem kleinen Finger auf meinen Zeigefinger. Und jetzt haben wir hier die Quinte, wieder das B, das E, hohe E. Da haben wir ein D. Aber kurz den zweiten Takt für dich am Stück langsam. Ich greife das so, dass ich hier quasi für das B nehme ich meinen dritten Finger, drehe meine Hand so ein bisschen, dass ich dann mit meinem kleinen Finger da drunter komme. Man kann es auch so machen und den Finger so abknicken. Das geht auch. Wenn dir das lieber ist, wenn dir das besser liegt, als die Hand hier zu drehen, dann mach das. Es geht natürlich auch so, dass man den gleichen Finger nimmt. Hier passiert aber eins, da wirst du immer eine Pause dazwischen haben und vielleicht mehr Seitengeräusche. Also immer wenn ich hier jetzt wechsle und den gleichen Finger nehme, dann entsteht automatisch eine Pause. Deswegen drehe ich meine Hand so ein bisschen, verwende einen anderen Finger und habe dadurch keine Pause, sondern kann das Legato spielen. Auch hier gilt für dein eigenes Riff, dass du an dem Backing-Track ganz zum Schluss von dem Video mal testen kannst. Verwende die Basis von meinem Riff und tausch einfach die Töne aus. Also wenn du hier in den zweiten Teil kommst, spiel zum Beispiel als Kombination oder du hast da so viele Möglichkeiten, nur mit diesen Tönen, mit dem Grundton, der Quinte, Oktave und der kleinen Septim, dass du da ganz viele Varianten reinbauen kannst und deinen Stil damit entwickelst. Probier, experimentiere, versuch nicht zu viel auf einmal zu ändern, sonst wird es zu komplex, auch zum Mitdenken. Jam auch nicht einfach drauf los, sondern überleg dir vorher, was du machen möchtest. Also sag, okay, ich nehme den Rhythmus, ich tausche jetzt aber den und den Ton aus oder ich nehme jetzt nur den kleinen Lauf und probiere da jetzt verschiedene Varianten. Mal schauen, welche mir gut gefällt. Schreib dir die auf, merk sie dir. Du wirst sehen, irgendwann fließt es automatisch in dein Bassspiel mit ein und du bekommst quasi so eine eigene Komponente, auch wenn du die Original-Basslinien spielst und den einen oder anderen Fill dann mit deinem persönlichen Touch da dazu gibst. Das ist eigentlich mit das, was am meisten Spaß macht, finde ich, bei Chaos. Nicht nur die Originalsachen spielen, sondern die eigenen Stil mit reinbringen. So viel mal zu den Rock-Bass-Beispielen von mir. Mehr dazu findest du immer in meinem bassmeer.de Blog. Link gibt's unten. Und speziell mit diesen Rock-Basslinien gibt's auch das E-Book in meinem Online-Shop bei bass-lernen.de. Auch den Link findest du unten. Ich würde mich freuen, wenn dir das weitergeholfen hat, dir noch mehr Spaß macht beim Basslernen und vielleicht auch viele neue Ideen gegeben hat, wie du deine eigenen Basslinien denn weiterentwickeln kannst. So viel für jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao, ciao.